Preview. Ethan und Daniel sind zwei Männer mittleren Alters, die in einem Vorort von Bloemfontein in Südafrika leben und seit vielen Jahren beste Freunde sind. Jedes Wochenende gehen sie gemeinsam angeln, um nach stressigen Arbeitstagen in der Stadt zu entspannen. Diese Woche beschlossen sie, den Standort zu wechseln und fuhren mit ihrem alten Pickup zu einem See am Rande des Pilanesberg-Wildreservats. Am frühen Morgen bedeckt dünner Nebel das gelbe Gras, der Himmel ist blau, Schwärme von Zugvögeln fliegen über den See. Die beiden stellten Klappstühle am Wasserrand auf, öffneten ihre Köderboxen und Angelruten und bereiteten sich auf einen ruhigen Morgen am See vor. Eine leichte Brise wehte, die gekräuselte Oberfläche des Sees reflektierte die ersten Sonnenstrahlen und schuf eine ruhige, friedliche Szene. Sie unterhielten sich angeregt über Familie und Arbeit und verstummten gelegentlich, um dem Vogelgesang und dem sanften Plätschern des Wassers zu lauschen. Sie ahnten nicht, dass der heutige Angelausflug zu einer unvergesslichen Erinnerung ihres Lebens werden würde. Gegen Vormittag, als das Sonnenlicht bereits hell schien, kniff Daniel plötzlich die Augen zusammen und sah ein seltsames Objekt in der Ferne schweben. Zuerst dachte er, es sei nur ein Baumstamm, den die Flut aus dem Wald gespült hatte und der mitten auf einem ruhigen See trieb. Ethan war neugierig, also hörten beide auf zu angeln und versuchten, das Objekt mit der langen Angelrute näher heranzuziehen. Als sich das Objekt dem Ufer näherte, begann die Brise, die über das Wasser wehte, einen modrigen Geruch zu verbreiten. Das Sonnenlicht wurde von den schwarzen und gelben Mustern unter dem schlammigen Wasser reflektiert und erschreckte sie. Sie schrien gleichzeitig, als sie erkannten, dass es ein ausgewachsener Leopard war, regungslos, durchnässt und scheinbar tot. In Panik warfen beide schnell ihre Angelruten hin, rannten zum Pickup und schlugen mit klopfendem Herzen die Türen zu. Durch das Autofenster starrten sie auf den See hinaus und sahen, dass der Leopard immer noch trieb und sich nicht bewegte. Daniel nahm zitternd den Hörer ab und wählte die Notrufnummer der Rangerstation in der Nähe des Pilanesberg-Wildreservats. Der Stationsbeamte beruhigte sie, nachdem er gehört hatte, dass es sich wahrscheinlich um einen Leoparden handelte, der von den Fluten aus dem Reservat geschwemmt worden war. Er sagte, wenn er das Tier an Land ziehen könne, solle er das tun, und blieb dann ruhig im Auto sitzen, bis sie ankämen. Als sie auflegten, sahen sich Ethan und Daniel an. Ihre Herzen hämmerten noch immer, doch ihre Augen beruhigten sich nach der Beruhigung allmählich. Sie zögerten lange, betrachteten das reglose Tier mitfühlend und fragten sich, ob es noch lebte. Schließlich ermutigten sich die beiden gegenseitig, nicht aufzugeben, und beschlossen, den Rangern zu helfen, es vor dem Ertrinken zu retten. Sie fanden im Stamm eine längere Angelschnur und banden sie an das Ende der Angelrute, um den Leoparden leichter an den Haken zu bekommen. Stück für Stück zogen sie den Leoparden näher ans Ufer und verhinderten, dass er weiter in den See hinausgetrieben wurde. Das Tier lag still da, den Kopf gesenkt, das nasse Fell klebte an seiner Haut und zitterte gelegentlich leicht unter den Wellen. Ethan flüsterte, dass es vielleicht noch am Leben, nur erschöpft oder zu viel Wasser getrunken sei. Als der Leopard sich dem Uferrand näherte, hielten sie an und wagten nicht, ihn ganz hoch zu ziehen, aus Angst, ihn plötzlich aufzuwecken. Sie kehrten beide zum Auto zurück und saßen schweigend da und warteten, die Augen auf das Tier gerichtet, ihre Herzen voller Sorge und Hoffnung. Ungefähr 15 Minuten später war in der Ferne das Geräusch eines Pickup-Motors zu hören. Das Fahrzeug des Rangers näherte sich schnell dem Seeufer. Zwei Ranger stiegen aus dem Auto, ein großer, dünner Mann namens Samuel Ndlovu und ein kleiner, stämmiger Mann namens Joseph Kamau, beide erfahren. Sie begrüßten die beiden Männer und holten ein Rettungsschild und einen großen Eisenkäfig aus dem Kofferraum. Ethan und Daniel erzählten, was passiert war, und zeigten auf den Leoparden, der am Ufer des Sees trieb. Samuel beobachtete aufmerksam, nickte und sagte, das Tier scheine noch immer schwach zu atmen und sei möglicherweise bewusstlos, weil es von der Flut mitgerissen worden sei. Joseph schlug vor, ein mildes Betäubungsgewehr zu verwenden, für den Fall, dass das Tier aufwachte und heftig reagierte.
Samuel stimmte zu, füllte die Spritze schnell mit dem Medikament und zielte genau, sodass er die Schulter des Leoparden traf. Gemeinsam zogen die 4 den Leoparden vorsichtig vom Wasserrand ans Ufer, Schlamm und Wasser tropften von seinem Körper. Sie legten das Tier ins Gras, Samuel überprüfte schnell seine Atmung und nickte, dass es noch eine Überlebenschance hatte. Sofort legten sie es vorsichtig auf die Rettungsplane und setzten es gemeinsam in den Eisenkäfig. Ethan und Daniel standen daneben und es wurde ihnen leichter ums Herz, als sie sahen, wie das Tier aus der Gefahr gerettet wurde. Der Pickup des Rangers startete den Motor, wandte sich vom Seeufer ab und fuhr in Richtung der Rettungsstation des Naturschutzgebiets. Die beiden Männer standen da und sahen zu. Ihre Herzen waren erfüllt von Zufriedenheit und Rührung angesichts ihrer rechtzeitigen Aktion. In der Rettungsstation des Pilanesberg Game Reserve waren 2 Tierärzte mit Notfalltischen und der notwendigen Ausrüstung vor Ort. Sie legten den Leoparden schnell auf einen Tisch, wischten den Schlamm aus seinem Fell und überprüften die ersten Lebenszeichen. Ein Arzt legte ihm eine Infusion, injizierte ein Stimulans und überprüfte seine Herzfrequenz auf einem Monitor neben dem Tisch. Der andere streichelte sanft die Stirn des Tieres und beruhigte es mit tiefer Stimme, als würde er ein müdes Geschöpf beruhigen. Nach einer gründlichen Untersuchung stellte der Arzt fest, dass es einfach erschöpft sei, zu viel Wasser getrunken habe und Zeit zur Erholung brauche. Sie verabreichten dem Tier Antibiotika, um eine Infektion zu verhindern, und setzten es dann in einen großen Käfig, der mit trockenem Stroh und weichen Decken ausgelegt war. Im Laufe des Nachmittags verblasste das Sonnenlicht und der Leopard begann sich leicht zu bewegen, seine Ohren zitterten und seine Augen öffneten sich leicht, als er sich umsah. Der Arzt stellte eine kleine Schüssel mit Fleisch daneben. Das Tier hob langsam den Kopf, um ein paar Bissen zu essen, und legte sich dann wieder hin, um sich auszuruhen. Samuel und Josef standen zusammen und beobachteten die Szene. Freude und Erleichterung breiteten sich in ihren Herzen aus. Ethan und Daniel wurden von der guten Nachricht berichtet, die sie beide glücklich und beruhigt hinsichtlich des Schicksals des Tieres machte. Am nächsten Morgen stand der Leopard fest auf allen 4, seine Augen leuchteten und er beobachtete aufmerksam die Landschaft rund um den Käfig. Die Ärzte entschieden, es in einen geräumigeren halbwilden Käfig zu bringen, damit es sich wieder an seine natürliche Umgebung gewöhnen konnte. Dort wird es regelmäßig mit frischem Fleisch gefüttert und kann sich frei bewegen, um nach Tagen der Erschöpfung wieder zu Kräften zu kommen. Samuel und Josef kümmerten sich abwechselnd um es und sorgten dafür, dass es nicht gestresst wurde und sich schnell erholte. Am Nachmittag kehrten Ethan und Daniel zu ihrem vertrauten Angelsee zurück und schauten dann bei der Rettungsstation vorbei, um sich nach dem Zustand des Leoparden zu erkundigen. Sie waren erfreut, es im Schatten eines Baumes in der Scheune ruhen zu sehen, sein Gesicht ruhig und scheinbar stärker. Samuel sagte, wenn alles gut geht, werden sie es nächste Woche wieder in die Wildnis entlassen. Als Anerkennung für ihre Freundlichkeit lud er außerdem 2 Männer ein, diesem wichtigen Moment beizuwohnen. Eine Woche später stellte sich heraus, dass sich der Leopard vollständig erholt hatte, sein Fell glänzte und seine Augen schärfer und kräftiger waren als zuvor. Es wurde in einen Transportkäfig auf einem Kleinlaster geladen und für seine Reise zurück in die Freiheit vorbereitet. Der Konvoi fuhr tief in das Pilanesberg-Reservat hinein und hielt auf einer großen, offenen Graslandschaft. Samuel öffnete die Käfigtür, der Leopard trat langsam heraus und atmete tief den vertrauten, wilden Wind der Heimat ein. Bevor es ging, drehte es den Kopf zurück und blickte auf die beiden Ranger und die beiden Männer, die ihm das Leben gerettet hatten. Dann drehte es sich um und rannte in den kühlen grünen Wald, vermischte sich mit dem Geräusch von Wind und Gras der Wildnis. Ethan, Daniel, Samuel und Josef sahen zu, ihre Herzen voller Glück und Stolz. Sie verstehen, dass Mut und Menschlichkeit manchmal das Schicksal eines wilden Geschöpfs ändern können.